Ich muss etwas gestehen. Ich benutze 2 Apps, die nativ mit jedem iPhone geliefert werden, um mein ganzes Leben zu organisieren. Normalerweise organisieren damit Menschen ihre Einkaufslisten, aber das ganze Leben geht auch. Am Ende der Skala der Superproduktivität findet man dann doch wieder Apple Notes und Apple Reminder. Ihr wollt an das Ende der Skala von Superproduktivität kommen, dann habe ich etwas für euch, wie ihr durch extreme Simplifizierung dafür sorgen könnt, dass ihr hier in die Zone kommt. Worum geht's? Es gibt so ein verdammt geiles Meme, das mir immer schon wieder seit Jahren durch den Kopf ging, von der Normalverteilung von Produktivität, habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Am Anfang steht Apple Notes, am Ende steht Apple Notes und dazwischen dieser ganze Tool-Wahnsinn, von dem alle sprechen. Und ich weiß, ich bin bekannt für den Tool-Wahnsinn und der hat auch seine Daseinsberechtigung. Adobe Scan is a very good scanner app. Adobe Spark is for social media posts, Airbnb, Alexa, Amazon, nothing fancy. I love Audible. Aber ich will mit euch darüber reden, warum hier am Ende ganz simple Apps stehen und was man machen kann. Ich bin witzigerweise auf einem Flug drüber gestolpert. Ich folge einer YouTuberin, Sarah Dietschy, seit einigen Jahren, die mal vor Jahren eine Casey Neistat-Parodie gemacht hat und seitdem sehr regelmäßig ihr YouTube-Leben teilt. Und sie hat ein Video gemacht darüber, dass sie Notion aufgegeben hat. Für sie ein Riesending gewesen vorher und jetzt Apple Notes einsetzt. Notion has become kind of like a cult at this point. Enter Apple Notes. You guys, Apple Notes. What an underdog. Echt sweetes Video, schaut es euch mal an und ich habe es mir komplett durchgeschaut, um zu gucken, wie benutzt sie das. Und so bin ich wieder drauf gekommen, ganz, ganz, ganz viel von unserem digitalen Leben muss so organisiert sein, dass es eine Armlänge entfernt im Zugriff ist. So, die Menschen, die halt iOS benutzen, haben immer Notes dabei und Reminder dabei. Wenn ihr Android benutzt, dann sind das, keine Ahnung, die eingebauten Apps, die ihr dort habt. Bei Samsung oder bei Google sind das Google Notizen, die ich vorher genutzt habe und Erinnerungen, völlig egal. Mir geht es um folgenden Punkt. Je einfacher die App in der Bedienung ist und je lokaler und je schneller sie im Zugriff ist, desto eher benutzt ihr sie auch. Wenn ihr euch ein System baut, wie zum Beispiel Notion oder Asana, früher auch mit Moleskines handschriftliche Systeme, um Getting Things Done einzutragen, stundenlang. Ihr verbringt viel zu viel Zeit damit, das System an sich zu pflegen und aufzusetzen. Ihr braucht, und das ist das Geile bei Notes, ein simples System, was einfach dabei hilft, ganz schnell Dinge festzuhalten. Ich mache das, was fast jeder Smartphone-Benutzer, Benutzerin macht. Screenshots, wenn ich etwas sehe, und packe sie dann in eine Notiz und packe mir was dazu. Wenn ich merke, es ist etwas, was in meine To-Do-Listen gehört, habe ich eine ganz einfache Apple Reminder-Liste. Die hat die Top-5-Liste, also meine Prio für heute, und eine, wo ich einfach in der Inbox sammle, was so reinkommt. That's it. Das Entscheidende ist, ihr habt es im Zugriff direkt bei euch lokal. Ohne zu überlegen, wie könnte meine Pipeline dafür aussehen? Das projektmäßige Aufbauen mit quasi so einer ganzen Pipeline und alles zu komplizieren, das lohnt sich nur, wenn ihr das auch wirklich in ein Team skalieren wollt. Ich habe quasi 2 Teams. Ich habe einmal mein Team bei Blackboard, das sind so knapp 25 Leute. Da lohnt sich das zu überlegen, wenn es ein Prozess ist, der alle betrifft. Wenn es aber das Team ist, mit dem ich die YouTube-Videos drehe oder den Content produziere, dann sind wir weniger als eine Handvoll von Leuten. Und da geht es eher um eine gute Idee zu sammeln oder mein eigenes Projekt voranzubringen. Oder vielleicht ist auch eine Idee noch gar nicht fertig und ich halte sie nur irgendwo fest. Ich mache eine kurze Apple-Notiz, schicke tatsächlich eine iMessage. Wir können über diese Notiz chatten, besprechen die kurz und packe sie mir dann in die Reminder-Liste. Und dann hake ich es ab. Ich brauche dafür keine Pipeline und muss gucken, wo es steht und was damit gemacht wird. Haben wir alles probiert in der Vergangenheit. Und das ist die äußere Skala von Produktivität, wenn ihr wieder in die 1% kommen wollt. Denn es geht um die Umsetzung am Ende, um das Doing und nicht um das, wie geil seid ihr organisiert. Das ist der Riesenunterschied. So, wenn ihr euch jetzt fragt, ja, wie baust du denn deine Notizen auf, wie strukturierst du sie und was machst du mit der Erinnerung? Genau das ist der entscheidende Punkt. Vergesst es, ich werde es euch auf keinen Fall teilen, denn es soll ja so simpel und einfach sein, dass ihr gar nichts groß verändert. Fangt bitte einfach so an und probiert mal, wie es sich anfühlt. Haltet die Sachen fest, wie auf Post-it-Notes und ihr werdet sehen, es reicht, wenn man über die Suchfunktion geht, wenn man über Hashtags geht. Man kann tolle Sachen damit machen, Ordner erstellen, aber fangt nicht an, euch wieder Gedanken über das System zu machen. In der Umsetzung liegt die Stärke. Was ich in Klammer dazu sagen möchte, trotzdem bin ich natürlich als Gründer von Blackboard auch Teil eines großen Teams. Und wir haben in dem kleinen Team die Verantwortung, dass wir nicht ein Silo aufbauen und keiner weiß, was machen die da eigentlich? Das ist hier Magic, YouTube-Box oder sowas. Sondern, dass wir genug auf Slack auch transparent teilen, was gerade passiert. Das ist ein neues YouTube-Video oder wir geben eine Einordnung. Der entscheidende Punkt ist aber für mich ganz persönlich, Christoph, im Alltag,
habe ich ja Themen, die betreffen nicht alle in dem Team. Und das muss nicht jeder mitlesen. Das muss vielleicht mein PA mitlesen oder mein engster Mitarbeiter mitlesen, aber nicht die ganze Firma. Aber dieser Austausch, den dürft ihr nie vergessen. Wir messen das sogar bei Blackboard mit, wie transparent kommuniziert wird, um zu sehen, sind wir dann noch auf einem gesunden Level, wenn wir beispielsweise Slack einsetzen. Das heißt, Notion, Slack, Asana und Co. haben eine Daseinsberechtigung. Probiert's aus und löst euch von dem Gedanken, ich muss das System erstmal organisieren, um was zu machen. Nein, machen und loslegen ist viel wichtiger. Dazu gibt es ein Video von mir, nämlich die 5-5-Regel, 5 Sekunden, 5 Minuten, verlinken wir hier oben. Und jetzt seht zu, dass ihr was geschafft bekommt. Danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim nächsten Video, wenn ihr dran bleibt. Ich freue mich auf Kommentare und bis nächste Woche.